Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu Stories The Path of Destinies. Das letzte Mal haben wir uns einen neuen Handlungsstrang gewidmet und haben uns dazu entschieden, Lapino zu retten, aber anstelle von Zenobia, dass wir sie entführen, haben wir uns dazu entschieden, jetzt den Skyripper zu holen. Und dieses Mal mit Lapino, was wir schon einmal ganz alleine gemacht haben. Und ich bin gespannt, was da so dieses Mal bei rumkommt. Und wie gesagt, diese Kisten hier kenne ich auf jeden Fall. Sprich, die Kisten füllen sich wirklich immer wieder auf. Gut, das können wir allerdings auch gebrauchen. Wie wir gesehen haben, wir brauchen sehr viele Erze, um die Schwerter aufzufüllen. Abzugraden, nicht aufzufüllen. Super. Ice walls only let you through if they knew you were cool. Okay, Moment. Warum kann ich hier rein? Ich geh mal rein. Ich habe keine Ahnung. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, wo wir schon waren, wo wir nicht waren. Ich mache einfach. Ich glaube, hier waren wir sogar auch schon mal. Aber hey. Solange wir, wie gesagt, immer wieder Kisten finden. Sour in the air. Like the earth had ruptured over something that had been fermenting for a very long time. Das passt schon irgendwie. Hallöchen. Ja, und er schlägt wie natürlich, ist klar. Müssen wir den hier erledigen. Sehr gut. Wunderbar. Reynardo felt wrong all over. He could feel an almost palpable sickness in the air. And if the land could have tumors, they would look like these monstrous crystals. The forest was quieter than it had been. There were insects, a few birds. He didn't count the ravens. Reynardo smelled sick animals and dying ones. And no healthy ones. I'm getting a bad feeling about this, Reynardo thought. Maybe Lapino was right. Maybe he should have kidnapped Zenobia instead of coming here. Ja, man weiß es nicht, aber wir haben ja schon gesehen, wo es hinführte, als wir Zenobia entführt haben. Andererseits, da haben wir ja auch wieder andere Entscheidungen getroffen, also mal gucken. Wir haben auf jeden Fall bald wieder ein Level-Up. Und da ist er. As he held the radiant icosahedron, Reynardo felt queasy, like dozens of tiny worms were nibbling his insides. It wasn't healthy to be so close to the eye of a god. How could he use it? He could take it to the observatory. The scientists there could tell him how to harness its ancient power. But honestly, Reynardo ached to get away from it. He brought the core back with him to the Farfarer. But honestly, Reynardo ached to be rid of it. Tell you what, said Lapino. I'll take it to the observatory. You attack the Imperial outpost. The Imperial outpost was a vital communications node. Taking it could shatter the Empire's ability to coordinate. And it would be full of secret plans and maps and maybe even rebel prisoners. It was a good target for a hero like Reynardo. But what if Lapino lost the core to the Empire? That could be a good thing, couldn't it? Was Reynardo ready to take that risk? Maybe it was better if he brought the core to the scientists himself.
Okay, ja, hier ist natürlich dann was Neues geschrieben, ne? Nein, der Kern war zu wichtig, um ihn Lapino anzuvertrauen. Der Kern des Skyrippers, selbst ohne das Gehäuse, musste es einen Weg geben, seine Kraft zu nutzen. Die Wissenschaftler auf dem Nexus wüssten sicher, wie das zu schaffen war. Konnte sich Reynardo wirklich darauf verlassen, dass Lapino ihn zur Inselwarte bringen würde? Nein, es war einfach zu riskant. Er würde den Kern selbst bringen müssen, selbst wenn ihn dies seiner unguten Aura aussetzen würde. Hauptsache, ich werde dieses gruselige Gefühl los, dachte Reynardo nur. Der Kern des Skyrippers, selbst ohne das Gehäuse, musste es einen Weg geben, seine Kraft zu nutzen. Die Wissenschaftler auf dem Nexus wüssten sicher, wie das zu schaffen war. Wenn er sich darauf verlassen könnte, dass Lapino ihm den Kern beschaffen konnte, dann würde Reynardo stattdessen einen imperialen Außenposten angreifen und wertvolle Informationen für die Rebellion erhalten. So konnte er außerdem der ungesunden Aura des Kerns fernbleiben. Es ist sowieso egal, wir müssen im Prinzip beides machen, wenn wir sämtliche Geschichten machen wollen, deswegen wir machen das mal selbst. Lapino was a touchy rabbit. Reynardo knew that. You're brave, I know, Reynardo said. But this is what I was hired to do. Oh, well, at least let me run ahead and warn them you're coming. Reynardo wondered if Lapino was up to no good. What if the rabbit warned the Empire instead? Oh, but Lapino wouldn't betray him like that. Not again. Before it'd been a fluke, right? They finished the trip to the Nexus in silence. He would offer Lapino a chance to betray him, or not to. His old friend deserved another chance to prove true. All right, Reynardo said. Go. Okay, wir geben Lapino eine zweite Chance, auch wenn ich nicht so ganz glaube, dass da was Gutes bei rumkommt. Aber wir schauen. As Reynardo watched Lapino vanish on the horizon, he could feel nausea building in him. He felt ill. Could his knees really be aching this much? But how could he have handed the core off to Lapino? That was a recipe for disaster. Es ist wirklich, wie verzwickt das ist, ne? Je nachdem, wie man sich entscheidet. Ich meine, das ist ja auch, das begegnet einem ja täglich. Ich sag mal, so im Nachhinein, wenn man dann so sieht, dann denkt man so, ach, hätte ich jetzt das und das nicht gemacht oder hätte ich das anders gemacht? Wie wäre das dann gewesen? Man hat eben immer nur diese eine Chance zu entscheiden. What else could you hook? Lass mal hier die Kiste holen. Und hier sieht man eben wirklich, vor allem das sind ja auch ziemlich schwerwiegende Entscheidungen, die wir hier treffen müssen. Ja, wie sich der Verlauf der Geschichte ändern kann. Und wie alles im Endeffekt auch zusammenhängt. Ich meine, wir wissen zum Beispiel, dass Lapino ein Verräter ist und trotzdem haben wir uns zum Beispiel in diesem Handlungsstrang jetzt dazu entschieden, ihn zu retten. Also... Das ist alles sehr verzwickt. Eine große Kiste, ist doch gerne gesehen. Chill out. Oh, ich sehe jetzt, ich habe die mit meinem Eisschwert kurzzeitig eingefroren. Und habe den damit richtig gegeben. Ein Angriffstempo, Level 3. Nicht schlecht. Und was zu lesen. In der Schule lernen wir die Prinzipien des immerwährenden Kaisers, des letzten Gottes, der den Himmel durchbrach. Er würde die bösen, verlorenen Götter verbannen und uns das Geschenk der Zeit geben. Aber könnte ein Mann, wie göttlich er auch sein möge, etwas so Komplexes wie Zeit kreieren? Ich habe meine eigene Theorie. Ich glaube, dass die Zeit eher ein Symptom
als ein Geschenk ist. Ich bin der Überzeugung, dass auf kosmischer Ebene eine Pendelbewegung zwischen Ordnung und Chaos besteht. Der immerwährende Kaiser setzte dem Chaos ein Ende und begann so das Zeitalter, in dem wir leben, ein Zeitalter von Ursache und Wirkung, von Fakten und Logik. Zeit ist nichts weiter als der Hintergrund, auf dem diese Gesetze sich manifestieren, die Grundlage des Begleiters der Ordnung, Entropie. Aber im Zeitalter des Chaos, wenn die verlorenen Götter regieren, ist Wahrnehmung gewichtiger als Fakten, Emotionen gestalten Welten und die Zeit existiert nicht mehr. Das Zeitalter der Ordnung geht dem Ende zu. Ich treibe das Unausweichliche lediglich voran. Die Entropie wird zerstört, das Schicksal wurde gebrochen. Das Ende der Zeit naht und ich werde es mit offenen Armen empfangen. Imperator Isengrim III. Geheimes Tagebuch. So, da wären wir wieder. Dann geht's hier weiter, okay. Oh, ich sollte vielleicht mal irgendwie ein bisschen die Kristalle zerstören. In der Hoffnung, da ein bisschen Heilung zu finden. Ich gehe jetzt aber nicht nochmal zurück für die anderen Kristalle. Das muss ja jetzt nicht sein. Wahrscheinlich werde ich dann im nächsten Kampf draufgehen, aber hier sind sowieso keine Beeren dran, keine Früchte, die mich heilen könnten. Okay, hier kommt auch sicher ein Kampf, oder? Na, natürlich, ihr kleinen, miesen Schweineraben. Ja, danke, Kumpel. Wäre jetzt nicht nötig gewesen. Oh, natürlich. Oh, das werde ich so verlieren. Wer von euch hat mich jetzt geschlagen? Wer war das? Ich würde dir gerne da mal den Zauberer. Aber nicht wirklich die Zeit dazu. Es ist sowieso ein Wunder, dass ich noch lebe. Das ist jetzt nicht wahr, ne? Das waren bestimmt die letzten 2. Das ist ja wohl ein Witz wieder. Das ist ja wohl wieder... Ja, ja, ja. Hau mich, schlag mich. Ist klar. Ja, du nicht. Eigentlich keiner von euch. Ich bin mal wieder total im Arsch, ist klar. Wer war das denn jetzt schon wieder? Wer hat mir denn da schon wieder jetzt die Keule auf den Schädel gezimmert? Eiskalt. Also im Moment ist das Eisschwert ziemlich gut. Wenn man die dann einfriert direkt. Ja, war klar, dass einer von beiden mich da jetzt trifft. Ja. Unverschämtheit hier. Mhm. Oh Gott. Controller, bitte geh nicht so ab. Okay. Und ein Level Up. Ich weiß jetzt gar nicht, ob hier noch ein Altar kommt. Früchte wären halt mal ganz nett. Reynardo felt worse. All his joints were aching now. He'd been through beatings that felt better than this. So the core had a kind of poison that could harm you without even touching you. That's new. Well, it had power. The rebellion needed something with power. And how was this any worse than a sword wound? Well, a death by sword was sudden and fair. This was just squalid. A piecemeal death, like old age.
Energie. Ich brauche Heilung. Reynardo had given up in the Skyripper's armature to save his friend Lapino. But without its armature, Skyripper's core was a deadly poison. Na super. Okay, Juwelen. Lasst mich da mal kurz gucken. Hatten wir... Ne, das waren alles nur Stufendinger. Okay. Gut, gut. Ja. Building these platforms was so expensive, they'd run out of budget for guardrails. Oh, da waren... Okay. Please? Ja, toll, Reynardo, toll. Ist ja nicht so, dass ich schon wenig Heilung gab, ne? Oh, toll. Oh, toll! Das lief beim ersten Mal aber besser. Na gut. Da kann ich nicht hin? Na gut. Gut, probieren wir das Ganze normal. Vielleicht führt da irgendwie ein anderer Weg lang. Ja, ja. Ich sehe schon, da sind... bitte. Da war ein Enterhaken-Ding. Probieren wir das Ganze jetzt normal. Nein! Alter! Ist klar. Easy to dodge, but boy do they sting if you didn't pay attention. Das lief ja gut. Richtig gut. Okay, raus hier. So. Bist du der Letzte? Ja, okay. Gut. Hoped his hook didn't break. Ja, das wäre etwas, ne? So, wir haben auch schon wieder viele Erze. Ich glaube, 80 brauchten wir für ein anderes Schwert. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Aber Heilung wäre halt nett, ne? Da sind wir ein bisschen am Arsch. Aber wir sind da und es sieht ein bisschen anders aus als zuvor. Oh, die Frösche! The observatory was a burning hulk. Dead scientists everywhere. Reynardo found the mad rabbit cowering under a desk. The ravens. They must have known we were coming, said Lapino. How did you... Well, see, I was doing a card trick with my lucky deck, and I kind of bobbled the cards, so I went under the desk to gather them up, and boom! I guess we'll have to take the car straight to the secret base. Reynardo wasn't sure he believed that, but Lapino was talking so fast. It always seemed to make sense. The secret rebel base. Yes. They had engineers there. But wait. Calaveras, the sage in the mountains. Maybe he would know what to do with the naked core. Oh, es gibt hier so viele Handlungsstränge, ne? Das ist, unglaublich. Was hatten wir uns letztens angeguckt? Irgendwie 24 Geschichten? Na gut, lesen wir erstmal. Zum weisen Einsiedler. Alle Wissenschaftler auf dem Nexus waren tot und mit ihrem Tod starb auch jede Hoffnung, den Kern in eine Superwaffe umzuwandeln. Aber einen Wissenschaftler gab es noch. Calaveras war der Skyripper-Experte, aber hatte er auch die nötige Ausrüstung da oben in den Bergen? Zum Geheimstützpunkt. Alle Wissenschaftler auf dem Nexus waren tot. Mit ihrem Tod starb auch jede Hoffnung, den Kern in eine Superwaffe umzuwandeln. Ich weiß im Übrigen, dass das immer dasselbe ist, aber der Flüssigkeit halber. Ich weiß, ich habe manchmal auch im zweiten Abschnitt angefangen zu lesen, aber irgendwie war das verwirrend, deswegen lese ich die Seite mal einfach nochmal komplett vor.
Reynardo konnte den Kern zum Rebellenstützpunkt bringen. Die Ingenieure dort konnten vielleicht noch etwas ausrichten, und zwar bevor er dem Gift des Kerns erlag. Ich gehe hin. Ah, yes. The secret base. Not even Lapino knew where it was. They had engineers there. Those toads would surely know what to do with the core's power. And then he'd be free of it. But he couldn't take Lapino. The core would work its evil on him too. You stay here. Give me the coordinates. I'll meet you there. Lapino seemed awfully anxious to have the coordinates of the secret rebel base. Someone needs to bury these scientists. Well, why do I get all the fun jobs? And with that, Reynardo returned to the Farfarer and took off. The ruins were quiet, but Reynardo could hear a buzzing in his ears. Was it bugs? Or was it the core slowly feeding him poison? The council would know what to do. If the core had this much power, it could surely change the terms of the great battle that was coming. And maybe they would take this burden from him. Maybe. Geh nach Hause, du bist krank. Treff dich mit dem Rebellenrat. Oh, ich werde erstmal hier kurz den Altar mitnehmen und werde da meine Ausdauer erhöhen. Gut, aber ich würde sagen, wir machen hier Schluss. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis dann.